Hallo liebe Moonies und herzlich willkommen zu diesem Video. Das hier ist der zweite Teil meiner Reihe Mythologie, Astrologie und Astronomie in Sailor Moon. Nachdem wir letztes Mal Sailor Moon und ein bisschen Tuxedo Mask hatten, soll es heute um Sailor Mercury gehen. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, ihr könnt etwas Neues lernen. Bevor wir konkret mit Mercury anfangen, möchte ich etwas Generelles zu den Senshi sagen. Das Auftauchen der Sailor-Krieger ist nämlich ein bisschen ähnlich wie die Reihenfolge der Planeten im Sonnensystem. Daher kann ich mir auch sehr gut die Reihenfolge der Planeten merken, und zwar folgendermaßen. Am nächsten zur Sonne ist der Merkur, das muss man sich einfach merken. Und dann kommen die Senshi eigentlich so ziemlich in der Reihenfolge, wie sie erwacht sind. Venus ist als erste erwacht, also kommt sie nach Merkur. Dann ist Sailor Moon erwacht, die in dem Fall für die Erde steht. Da wir Merkur schon hatten, kommen jetzt Mars und Jupiter. Und am Schluss kommen dann noch die Outer Senshi, aber Saturn kommt vorne, also Saturn, Uranus, Neptun und Pluto, auch wenn Pluto leider kein Planet mehr ist. Also haben wir dann insgesamt Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Vielleicht könnt ihr es euch ja auch so ein bisschen merken. Gut, nun da wir das geklärt hätten, kommen wir zu Mercury. Ich fange mit der Namensbedeutung an. Was Ami Mizuno genau bedeutet, da ist man sich nicht so ganz sicher. Oft wird es mit schöne Wasserasiatin übersetzt. Manche sagen aber, Naoko Takeuchi hätte das Wort Ami aber benutzt wie das französische Wort Ami, was Freund bedeutet. Deshalb könnte ihr Name auch Freund des Wassers bedeuten. Das passt dann natürlich, denn wie wir alle wissen, hat Mercury Wasserkräfte. Aber warum eigentlich? In Asien ist es so, dass es nicht die 4 Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft gibt, so wie bei uns, sondern 5, nämlich Wasser, Feuer, Erde, Holz und Metall. Diese Elemente sind auch den Planeten Merkur, Mars, Jupiter, Venus und Saturn zugeordnet. Und wie sollte es anders sein? Das Element für den Merkur ist natürlich Wasser. Wenn man Merkur auf Japanisch schreibt, was Suisei heißt, haben die Schriftzeichen auch die Bedeutung Wasserstern. Also, jetzt wissen wir, warum Mercury Wasser kontrollieren kann, ihr Outfit blau ist und auch warum sie so gut schwimmen kann. Schauen wir uns mal die Mythologie an. Der entsprechende Gott zu Sailor Mercury ist der römische Gott Mercurius, eingedeutscht Merkur und auf Englisch Mercury. In der griechischen Mythologie heißt er Hermes. Für alle, die Disneys Herkules oder Percy Jackson kennen, ja, das ist der Typ mit dem Flügelhelm und den Flügelschuhen. Mercurius ist unter anderem der Gott der Kaufleute, Reisenden, der Hirten, der Redekunst und auch der Diebe. Er ist der Götterbote, der Botschaften von den Göttern an die Menschen überbringt. Außerdem führt er die verstorbenen Seelen in die Unterwelt. Hermes ist übrigens ein Kind von Zeus, Jupiter und der Nymphe Maia. Gut, bisher hat das jetzt nicht so viel mit Ami Mizuno zu tun, aber ein paar Gemeinsamkeiten gibt es doch. Mercurius gilt als sehr schlau, intelligent und gewitzt, weil er viele Streiche spielt und sich aber sehr gut wieder rausreden kann. Gut, das tut Ami Mizuno natürlich nicht, aber die Intelligenz könnte sie von ihm übernommen haben. Dass sie so klug ist, könnte vielleicht auch daher kommen, dass Naoko sie eigentlich zu einem Cyborg machen wollte. Aber ich denke auf jeden Fall, dass sie die Intelligenz zumindest teilweise von Mercurius übernommen hat. Außerdem ist er auch der Gott der Wissenschaft, was natürlich auch zu Ami passt. Und es gibt den sogenannten Hermesstab, eine Art Zauberstab von Merkur. Er ist das Symbol für Wirtschaft und Handel, aber in manchen Ländern wird der Hermesstab allerdings auch für medizinische Einrichtungen benutzt. Das kommt vermutlich daher, dass er mit dem Eskulap-Stab verwechselt wird, da sich die beiden Stäbe sehr ähnlich sehen. Diese Verwechslung könnte vielleicht die Inspiration für Amis Traum, Ärztin zu werden gewesen sein. Dann haben wir da noch ein bisschen Astronomie. Ich weiß zwar nicht, ob das, was ich gleich sage, stimmt, aber man könnte es vielleicht so interpretieren. Und zwar ist Merkur der schnellste Planet im Sonnensystem. Das heißt, er arbeitet in Anführungsstrichen am meisten, denn die Erde braucht zum Beispiel 4-mal so lang, um die Sonne zu umrunden. Möglicherweise könnte man das so interpretieren, dass Ami auch am meisten leistet, denn sie lernt ja von allen am meisten und ist da sehr produktiv. Außerdem schafft sie irgendwie gefühlt 1000 Dinge in ihrem Alltag. Ich meine, sie geht zur Schule, danach zur Paukschule, lernt und liest total viel, geht schwimmen und dann trifft sie sich auch noch oft mit Freundinnen. Von ihrer Aufgabe als Sailor-Kriegerin ganz zu schweigen. Ganz ehrlich, wie schafft die das? Und noch was zu ihrem Planeten. Ihr kennt ja diese ganzen Symbole, die bei der Verwandlung auf der Stirn der Mädchen erscheinen oder auch wenn sie die Kräfte vereinen. Das sind übrigens die offiziellen Symbole für die Planeten.
Bei Merkur ist es ja dieses weiblich-Symbol mit den beiden Strichen oben. Gut, in Sailor Moon wurde aus dem Kreis ein Herz gemacht, aber ansonsten ist es gleich. Soweit ich weiß, sollen die kleinen Striche oben mit dem Kreis den Flügelhelm von Merkur darstellen oder das Ganze möglicherweise auch den Hermesstab. So, kommen wir zum Schluss zu ein bisschen Astrologie. Wie letztes Mal schon gesagt, gehört in der Astrologie zu jedem Sternzeichen ein Planet. Ami ist Jungfrau und, welch Überraschung, genau das ist das Sternzeichen für den Merkur. Es gibt aber noch eins, das zu diesem Planeten gehört, und zwar der Zwilling. Darüber bin ich natürlich sehr froh, denn ich bin Zwilling und Merkur ist dann also mein Schutzplanet. Und wisst ihr, wer noch Zwilling ist? Taiki! Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich glaube, das ist der Grund für diese kleine Romanze zwischen Ami und Taiki. Zwilling gehört halt einfach auch zum Merkur. Werfen wir doch mal einen Blick auf die Eigenschaften, die der Jungfrau zugeschrieben werden. Ein scharfer Intellekt, rasante Auffassungsgabe, Disziplin, Ordnung, Achtsamkeit und Realismus. Es heißt, Jungfrauen seien selbstkritisch, aber planend und vorausschauend. Sie können auch berechnend sein und sind opferbereit. Wow, also wenn das mal nicht auf Ami zutrifft. Als passende Berufe werden übrigens unter anderem Heilberufe genannt, wie zum Beispiel Arzt. Ich hoffe, ich langweile euch nicht damit, aber ich möchte auch noch kurz die Eigenschaften von Merkur generell in der Astrologie aufzählen. Verstand, Kommunikation, Information und Vermittlung. Da für die Japaner auch die Blutgruppe eine wichtige Rolle spielt, lese ich euch jetzt auch die Eigenschaften von Amis Blutgruppe A vor. Menschen mit dieser Blutgruppe gelten als aufopfernde, bodenständige Personen, die zudem fleißig, kreativ und sensibel sein sollen. Des Weiteren gelten sie als besonders ehrgeizig, veranlagt und zum Perfektionismus neigend, jedoch auch als schüchtern und stur. Sie sind besonders sorgfältig und verantwortungsvoll, sind freundlich, nehmen sich selbst zurück, um Konflikte zu vermeiden und arbeiten hart. Alter, das passt auch mega gut zu Ami. Da hat sich Frau Takeuchi wohl diesmal eher an der Astrologie orientiert. So, ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Wenn ihr noch etwas wisst oder Lob und Kritik für mich habt, dann ab in die Kommentare damit. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Sailor Mars. Und dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.